Hello, hello, hello. Willkommen bei unserem nächsten Salsa-Snack. Ich sage schon wieder unserem, eigentlich bin ich diesmal alleine, denn es geht ja auch um die Solo-Skills. In diesem Video zeige ich euch, wie man an eine Stellschraube drehen kann, um deutlich an unserer Balance, an unserem Look, an den Spins auch arbeiten zu können. Es ist gar nicht so viel, dass man verstellen muss und auf einmal wird alles besser. Bleibt dran. Allgemein verbessern wir unsere Balance, indem wir unsere Muskulatur, in speziell unsere Rumpfmuskulatur aktivieren. Die aktivieren wir natürlich, wenn wir alles anspannen. Das ist jetzt ein wenig schwierig beim Tanzen natürlich. Aber es gibt ein paar Trigger, wenn man so will, wie man das trotzdem erreichen kann, ohne dass man verkrampft steht. Das heißt, wir wollen die Muskulatur aktivieren. Wie schaffen wir das? Eine Stellschraube, die besagte, wäre, wenn wir unsere Knie aktivieren. Das heißt, wir stehen normal auf den flachen Füßen und aktivieren unsere Knie vorwärts, rückwärts. Dadurch sollten wir aber dennoch nicht unsere Höhe verändern. Also wir sollten nicht in die Knie gehen, was man so sagt, in die Knie, sondern die Knie so aktivieren, dass man eigentlich, wenn ich es jetzt so zeige, dass wir nicht nur die Knie aktivieren eigentlich, sondern im Speziellen unsere Sprunggelenke. Und die bewegen dann wieder die Knie oder vice versa. Das sollen dann die Bewegungsanalytiker jetzt machen. Ja? Aber für uns bedeutet das als Konsequenz, dass unser Gewicht automatisch mehr Richtung Fußballen sich bewegt und damit werden wir natürlich um einiges aktiver. Abgesehen davon, leicht gebeugte oder vorwärts geneigte, besser gesagt, Knie gehören auch zum Salsa-Look. Ja? Das hat diesen, wenn man so will, Afro-Latin-Look auch. Ja? Ich habe gerade noch etwas gemerkt. Wenn dann eure Hosen irgendwann da platzen bei den Knien, dann heißt das wahrscheinlich, dass ihr die Übung oft genug gemacht habt und jetzt sind wir bereit, um richtig auf der Tanzfläche abzugehen. Yeah! Gut, soweit so gut. Die Theorie passt, überzeugt. Wie kann man das jetzt im Tanzen wirklich anbringen? Wenn wir jetzt, ich probiere es jetzt einmal so zu zeigen, wenn wir jetzt nur den sogenannten Cross und Side tanzen, wenn wir nur das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Man merkt, wie ich mit meinem rechten, nicht Stand, sondern Sendefuß auf dem Ballen stehe und damit sende ich meinen freien, in dem Fall meinen linken Fuß vorwärts und ja, seitwärts, vorwärts, seitwärts, rückwärts, wie auch immer. Das ist jetzt unwichtig. Gut, wenn ich das jetzt wechsle, aktiviere ich jetzt meinen linken Fuß bzw. Sprunggelenk und Knie und dieses sendet, wenn man so will, den Schwerpunkt und den Körper vorwärts und seitwärts. Ohne dieses Aktivieren würde es ungefähr so ausschauen. Ja? Unser Körpergewicht bzw. unser Schwerpunkt tendiert eher über der Ferse zu sein und da spüren wir, wie das Ganze etwas träge wirkt. Im Gegenzug zu, wenn wir aktiv das Knie bzw. Sprunggelenk gestalten, dadurch bekommen wir natürlich mehr Balance, mehr Aktivität. Wir sind auch viel mehr agiler, wir agieren besser, reagieren auch besser. Das gleiche ist natürlich auch beim normalen Salsa Basic. Wir strecken unsere Knie so gut wie nie im Salsa ganz durch, sondern wir bleiben immer leicht gebeugt. Und dadurch sind wir eben sehr viel aktiver, stabiler und wie gesagt, es gehört einfach zum Look. Das ist etwas, was nicht von heute auf morgen sofort übergeht, wenn man es noch nicht hat. Es dauert ein wenig und da empfehle ich jetzt eine Übung, wie man das machen kann. Von mir aus idealerweise täglich 20, 30 Sekunden reicht auch schon.
dann wären das diese Cross and Sides, wie ich sie nenne. Ja, einmal auf die eine Seite, einmal auf die andere, nur dass man das einmal aktiviert. Oder nur dann dazwischen einmal Basic tanzen, ja, und dann wieder Cross and Side und schön aktivieren den Sendefuß, ja, und dann den anderen und dann wieder Basic. Es sollte ein wenig in den Wadel brennen. Wenn das tut, dann passt es schon. Zweite Übung wäre etwas allgemeine Natur, weniger auf Salsa bezogen, sondern das ist jetzt, wenn wir nur auf einem Fuß stehen und wirklich, zum Beispiel ich stehe jetzt auf meinem rechten Fuß und aktiviere mein rechtes Knie und linkes Bein, jetzt das freie Bein kannst du daneben stehen, je nachdem wie unsere Balance ist. Oder wir können jetzt einmal schauen, dass wir mit dem freien Fuß einmal vorwärts und rückwärts zu gehen und damit aktivieren wir eigentlich sehr, sehr unsere Rumpfmuskulatur. Und dann wechseln wir entweder eben wie gesagt, wie vorhin, nur da stehen und dann kann man so ein bisschen mit dem rechten Fuß zur Seite oder vorwärts, ja, oder etwas mehr aktivieren und dann ein bisschen wippen, vorwärts, rückwärts. Ja, man kann dann ein wenig das Ganze dann immer auf die nächste Stufe bringen. Ich verspreche dir, wenn du das halbe Minute am Tag machst, jeden Tag, A, hat man kräftigere Beine und kräftigere Rumpfmuskulatur, B, bekommt man das als eine zweite Bewegungsnatur in den Körper hinein und dann beim Salsa kann man dann richtig abgehen. Yeah. Es klingt einfach, vielleicht ist es, vielleicht nicht, aber du wirst es nur auf eine Art und Weise wissen, indem du das übst und probierst im Tanzen umzusetzen, denn dort kommen natürlich auf der Tanzfläche einige Sachen noch dazu, einige Faktoren, die man denken muss und das wird sehr schnell vergessen. Deswegen brauchen wir diese ständige Übung und dass wir uns daran erinnern, aber dann kann das ziemlich viel Unterschied ausmachen. Bis zum nächsten Mal.